Herzlich willkommen zu einem neuen Tina Hase DIY Video. Heute habe ich eine Anleitung 2.0 für dich mitgebracht, denn du erinnerst dich bestimmt, ich habe im letzten Jahr eine Bastelanleitung für diese Animal Crossing Bäume rausgebracht und ich habe diese Anleitung jetzt ein bisschen überarbeitet und etwas einfacher gemacht und die möchte ich dir heute gerne noch einmal zeigen. Wenn dir dieses Video gefällt und du Animal Crossing genauso liebst wie ich, dann gib dem Video unbedingt ein Däumchen, abonniere meinen Kanal, teile meine Videos auch unheimlich gerne mit Freunden, die Anime, Manga, Videospiele und DIY genauso gerne mögen wie du. Ja, und dann würde ich sagen, ich quatsche jetzt gar nicht mehr so lange. Ich wollte dir noch erzählen, ich werde dir in diesem Video auf jeden Fall zeigen, wie du alle 4 Jahreszeitenbäume aus Animal Crossing nachbasteln kannst. Also auch den Frühlingsbaum, den Winterbaum und auch den Herbstbaum. Dafür werde ich dir die Materialien gleich zeigen und dir Schritt für Schritt genau erklären, wie du solche Bäume selber machen kannst. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Anleitung. Du brauchst für diese Bäume 3 Styroporkugeln. Ich habe hier welche mit 8 cm Durchmesser, ein scharfes Messer, zum Beispiel so ein Kartoffelmesser, eine Klorolle und ein Stückchen Pappe von einem alten Pappkarton, einen Motivstanzer. Ich habe hier einen mit einem Blatt. Ich habe dir auch alles unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit du die richtige Größe von diesem Stanzer findest. Verschiedene Acrylfarben, natürlich auch Pinsel. Ich habe hier einen breiteren Borstenpinsel und einen schmalen Haarpinsel genommen. Bastelkleber, kleine Streudeko-Steine. Du könntest auch normale große Steine im Garten sammeln oder so. Und jetzt viel Spaß bei der Anleitung. Als erstes kümmern wir uns um die Styroporkugeln. Die werden nämlich die Baumkrone. Dafür nimmst du dir dein Messer und damit schneidest du jetzt ganz vorsichtig unten so ein rundes Stückchen raus. Schneide ganz vorsichtig, damit du dich nicht schneidest und versuch wirklich so rund wie möglich unten zu schneiden. Dieses Teil hebelst du jetzt einfach von der Styroporkugel ab und dann stichst du mit dem Messer vorsichtig noch ein bisschen weiter rein und drehst das auch nochmal so im Kreis, sodass du auch etwas von dem Innenleben der Styroporkugel heraushebeln kannst. Pass es ruhig einmal an eine andere Kugel an und wenn es gut aussieht, dann nimmst du dir auch die zweite Kugel und machst das gleiche damit. Jetzt trägst du etwas von dem Bastelkleber einmal rundrum auf die Kante auf und auch in der Mitte etwas. Und wenn du einen Zahnstocher hast, dann steck den noch so in die Mitte mit rein. Gib oben noch einen Klecks von dem Bastelkleber drauf und dann steckst du die ganze Kugel so auf den Zahnstocher drauf und schiebst sie bis ganz unten runter. Und das gleiche machst du jetzt auch mit der anderen angeschnittenen Styroporkugel. Dann den Zahnstocher wieder in die ganze Kugel reinstecken und dann sollte das Ganze schon mal so aussehen. Das ist jetzt die nackte Baumkrone quasi und die lässt du jetzt als erstes trocknen. Als nächstes kümmern wir uns um den Baumstamm. Dafür nimmst du dir deine Klorolle und da schneidest du mit der Schere erst einmal so kleine Schlitze unten rein. Diese Schlitze stupst du jetzt einfach auf deine Hand oder auf die Tischplatte auf, sodass sie alle nach außen stehen. Jetzt trägst du etwas Bastelkleber unten auf deine Klorolle auf und dann klebst du sie auf deinen Karton drauf. Drücke ruhig alles richtig schön fest und du kannst den Kleber auch so ein bisschen verstreichen, so wie ich das hier mache, damit alles nachher richtig ordentlich hält und dann lässt du auch diesen Kleber erst einmal trocknen. Jetzt kümmern wir uns um die Blätter. Dafür brauchst du deinen Stanzer und natürlich Tonkarton. Ich habe hier grünen Tonkarton genommen. Du kannst dir 1 oder 2 verschiedene Farben nehmen und für einen Baum brauchst du 2 bis 2,5 Bögen DIN A4 großen Tonkarton. Und daraus stanzt du jetzt natürlich erst einmal diese Blätter aus. Wenn du meinst, du hast genug Blätter ausgestanzt, dann nimmst du dir noch einen Buntstift und mit diesem Buntstift malst du dann jetzt Blattadern und Schattierungen auf deine Blätter auf, sodass sie ein bisschen plastischer aussehen. Jetzt sollte auch der Kleber an deiner Baumkrone getrocknet sein, also kannst du dir etwas Acrylfarbe nehmen und deine Baumkrone schon einmal anmalen. Ich male sie hier in grün an, weil ich ja als erstes den Sommerbaum machen möchte und die Farbe lasse ich dann natürlich auch erstmal trocknen. Weiter geht es mit dem Baumstamm. Da schneidest du jetzt unten so Spitzen rein, so ein bisschen sternförmig
Wenn es dir hilft, nimm dir unbedingt eine Vorlage von einem Baum. Im Internet gibt es ganz viele und nach dieser Vorlage schneidest du dann unten die Baumwurzeln zurecht. Wenn du dann damit fertig bist, dann kannst du auch deinen Baumstamm anmalen, natürlich mit brauner Acrylfarbe. Und wenn diese Schicht dann getrocknet ist, dann nimmst du dir etwas dunkleres Braun und damit malst du hier solche Ringe auf. Nimm dir dafür wirklich eine Vorlage, dann siehst du genau, wie diese Ringe aussehen und wo die ungefähr platziert werden müssen. Und natürlich lässt du es dann erstmal wieder trocknen. Jetzt machen wir die Baumkrone fertig. Dafür nimmst du dir deine Blätter und trägst dir als erstes auf ganz viele von diesen Blättern einen Klecks Bastelkleber auf. Und klebst diese Blätter auf deine Baumkrone. Ich fange hier ganz unten an und arbeite mich schichtweise immer weiter nach oben vor, so ähnlich wie Schuppen bei einem Fisch, damit die Blätter richtig schön überlappen. Und durch die grüne Farbe ist es auch gar nicht so schlimm, wenn du mal ein paar Lücken zwischen deinen Blättern hast. Das fällt dann nämlich gar nicht so doll auf. Wenn du so ungefähr auf der Hälfte der Kugel angekommen bist, dann bist du schon auf der Mitte. Und an der Mitte kannst du auch einfach Blätter drüber kleben, so wie ich das hier mache. Und dann startest du auch einfach schon mal mit der oberen Kugel. Ich beschleunige das Ganze hier einmal, weil es doch ein bisschen langweilig, glaube ich, ist, hier so zuzusehen und sich das auch quasi von selbst erklärt. Ich habe jetzt hier über die Hälfte von meinem Baum schon fertig und werde jetzt einfach weitermachen und die oberste Kugel bekleben. Dafür fange ich auch wieder unten an und arbeite mich dann nach oben vor. Du kannst natürlich auch Bastelkleber auf deinen Baum auftragen und so die Blätter einfach aufkleben. Dieser Kleber, den ich hier benutze, der ist transparent trocknend, also von dem sieht man dann später auch gar nichts mehr. Und ganz zum Schluss klebst du dann ganz oben noch Blätter auf und dann ist deine Baumkrone auch schon fertig. Jetzt nimmst du dir wieder deinen Baumstamm und diesen schneidest du wieder ein, so wie am Anfang. Aber du musst jetzt darauf achten, dass du links und rechts etwas tiefer einschneidest, weil auf diesen Baumstamm wollen wir nämlich gleich die Baumkrone draufkleben. Also schneide an den Seiten ruhig richtig schön tief ein. Und vorne und hinten in der Mitte schneidest du nur ganz kleine, feine Schlitze ein. Und diese abstehenden Fransen knickst du jetzt einfach nach innen. Dann füllst du etwas von deinem Füllsand oder Steine hinein, damit dein Baum nachher auch richtig schön steht und nicht immer umkippt. Und zum Abschluss gibst du ordentlich Bastelkleber auf diese Fransen und klebst oben die Baumkrone drauf. Drück sie ruhig richtig ordentlich fest, halt sie auch einen Moment fest und dann lässt du den Kleber erst einmal trocknen. Ganz zum Abschluss, als Finish quasi, kannst du vorne und hinten noch kleine Blätter aufkleben, damit man auch den Baumstamm nicht mehr sieht und das Ganze einen sauberen Abschluss hat. Und dann ist dein Animal Crossing Baum auch schon fertig. Aber natürlich ist das nicht der einzige Baum, den es in Animal Crossing gibt, denn diese Bäume ändern sich ja zu jeder Jahreszeit. Ich habe insgesamt schon alle Bäume gebastelt. Hier ist zum Beispiel der Kirschblütenbaum, den es im Frühling gibt. Dafür brauchst du natürlich einen Kirschblütenstanzer, auch den habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Und dieser Baum ist rosa und pink. Dann gibt es noch den Herbstbaum, der ist genauso wie der Baum, den wir eben gebastelt haben, nur dass du halt orange Blätter brauchst. Und im Winter sieht der Baum so aus. Dafür habe ich einen richtig guten Tipp für dich. Male einfach deinen grünen Tonkarton mit weißer Acrylfarbe und Wasser verdünnt etwas an, sodass das Papier so einen eisigen Effekt hat. Und dann stanzt du die Blätter natürlich auch aus und malst noch Adern auf und dann sehen die Blätter richtig schön eisig aus, wie im Winter. Auf die Baumkrone obendrauf habe ich dann noch Wattepads geklebt, sodass es aussieht, als wenn Schnee drauf liegt. Und so kannst du dir jeden einzelnen Animal Crossing Baum zu jeder Jahreszeit selber basteln.
Und vielleicht hast du ja Lust, mir in die Kommentare zu schreiben, welcher dein Lieblingsbaum ist, beziehungsweise welche deine Lieblingsjahreszeit in Animal Crossing ist. Ich liebe auf jeden Fall den Frühling, weil ich diese Kirschblütenbäume so wunderschön finde. Das ist wirklich so mein Favorit. Obwohl ich diese Winterbäume auch sehr cool finde mit diesem Schnee. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. Ist er auch so. Nicht nur in Animal Crossing, aber ich liebe einfach diese Kirschblütenbäume. Und wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihm einen Daumen gibst, meinen Kanal abonnierst, die Videos teilst mit einem Freund, der Basteln, DIY und Videospiele genauso gerne mag wie du. Und vielleicht hast du ja sogar Lust, mal in die Videobeschreibung zu gehen. Da findest du alle Materialien, die ich dir in diesem Video gezeigt habe, die du für dieses DIY brauchst. Es gibt weitere Links, zum Beispiel zu meinem Instagram-Profil, zu meinem Twitch-Kanal. Da bastel ich am Dienstag immer im Livestream und wir quatschen so ein bisschen. Vielleicht hast du ja Lust, mal dabei zu sein. Und ja, dann war es auch schon wieder für diese Woche. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen beim nächsten Video. Und wünsche dir jetzt erstmal noch einen traumhaften Tag. Bis dann!